Ja, noch 4 Monate theoretisch, aber wie gesagt, sicher ist es nicht. Viele haben halt Bedenken, weil es keinen wirklichen Content gibt für einen neuen FEC. Und wenn sie jetzt einen FEC starten würden, heute, wäre es halt basically das gleiche wie der letzte FEC. Und das wäre natürlich ziemlich langweilig für die meisten, die den letzten schon gespielt haben. Deswegen erwarten viele noch ein Update entweder davor oder zumindest die Ankündigung eines Updates und dann während dem FEC. Ist halt schwierig zu sagen, weil uns Scala halt vorher gar nichts wirklich sagt. Also, wenn sie an einem Update arbeiten, sagen sie uns das höchstens über irgendwelche Discord-Nachrichten von Game Mastern oder so. Also das letzte Update zum Beispiel wurde auch so ein bisschen angeteasert von einem Game Master, so hat ein paar Discord-Nachrichten rausgehauen, so ja, das nächste Update ist ja eh nicht mehr weit entfernt. Und dann kam, glaube ich, ein paar Tage später kam dann die, wie heißt das nochmal, Death Note, also quasi so eine Mitteilung von den Developern, an was sie gerade arbeiten. Und dann dauert es meistens so zwischen 2 und 4 Wochen, selten länger, bis dann tatsächlich das Update kommt. Und den FEC, den kündigen sie auch so 2,5 bis 3 Wochen vorher an. Das heißt, anders als bei anderen Spielen, wo du das wahrscheinlich schon ein bisschen früher wüsstest, sagen wir mal zumindest einen Monat vorher, oder bei manchen Spielen wahrscheinlich sogar noch viel früher, wirst du es bei Flyf halt wirklich erst erfahren, wenn es halt literally kurz bevorsteht. Also wir reden hier von Mitte bis Ende April. Und ja, bis dahin wirst du halt absolut im Dunkeln tappen. Das ist immer so bei Flyf-Updates. Also heute kannst du mich fragen und in 2 Monaten kannst du mich fragen und du wirst höchstwahrscheinlich genau die gleiche Antwort bekommen, weil sich nichts geändert haben wird in diesen 2 Monaten. Voraussichtlich. Wie gesagt, es gibt natürlich auch mal Ausnahmen. Also so ist es halt die Regel. Aber würde mich jetzt sehr überraschen, weil das letzte Update kam erst zweigeteilt Ende Oktober, Ende Oktober, Ende November. Mitte Oktober, Ende November. Teil 1 und Teil 2 von einem Update. Und auf dieses Update haben wir 11 Monate lang gewartet. Und beim ersten Teil von dem Update haben sie uns groß angekündigt, ja, sie arbeiten noch an vielen weiteren Updates, so quasi. Das war noch nicht alles. Aber, wie gesagt, dann kam Teil 2 einen Monat später. Und ich denke schon, dass das dann alles war. Also ich denke nicht, dass sie noch an sehr viel mehr gearbeitet haben. Weil das jetzt, also ich meine, es war jetzt nicht das größte Update aller Zeiten, vor allem nicht, wenn man die 11 Monate Wartezeit bedenkt. Aber ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass sie jetzt zeitgleich auch noch Third Job Change, Level 180, das nächste Levelgebiet und so weiter, alles schon während dem letzten Update gemacht haben, sodass sie das alles jetzt demnächst raushauen können. Würde mich persönlich sehr überraschen. Wäre geil, wenn sie es machen. Also ich meine, ich bin immer lieber skeptisch und lasse mich dann positiv überraschen, als dass ich mich zu sehr auf irgendwas freue, wo ich keine Ahnung habe, ob das überhaupt passiert. Und dann bin ich enttäuscht, wenn es halt nicht passiert. Also was das angeht, bin ich mal eher pessimistisch, weil dann kann man eigentlich immer nur positiv überrascht werden und nicht negativ überrascht. Aber wie gesagt, das ist lange Rede, kurzer Sinn. Es wird sich alles frühestens ab Mitte April, Ende April wird man da erste offizielle Informationen wahrscheinlich bekommen. Höchst unwahrscheinlich, dass es früher passiert. Und was halt wie gesagt sein könnte, ist, dass sie dann irgendwie ankündigen, es kommt ein Update, aber halt erst während dem FEC. Und letztes Mal habe ich es auch predicted oder probiert zu predikten, habe ich gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder es kommt ein Update vorm FEC, ein Update während dem FEC oder halt wirklich erst am Ende bzw. nach dem FEC. Das Update kam zwar technisch gesehen noch während dem FEC, aber halt eine Woche vor Schluss. Das war auch ein bisschen unnötig, muss man sagen. Hat auch nur für Verwirrung und Chaos gesorgt. Selbst die Entwickler haben gesagt, dass das Schwachsinn war, das noch während dem FEC aufzuspielen. Aber hat halt das Management so entschieden. Und ja, ich meine, das war schon irgendwie ziemlich dämlich. Aber an für sich kann man eigentlich sagen, effektiv kam das Update, weil es ja auch in 2 Teilen kam, wirklich erst nach dem FEC, weil die letzte Woche vom FEC spielt dann auch keine so große Rolle mehr, muss man sagen. Und ja, also ist alles sehr kurz angebunden und du wirst frühestens in 3 Monaten offizielle Infos haben. Ja, ziemlich genau ab 3 Monaten, so ab Mitte April
kann man mal anfangen, die Augen offen zu halten, wenn man sich sonst nicht groß mit FNAF beschäftigt. Sonst verpasst man vielleicht was. Aber effektiv losgehen wird es dann trotzdem wahrscheinlich erst im Mai. Oder vielleicht sogar später, je nachdem. Aber wahrscheinlich Mai. Genau.